Aber der Kurs sagt nicht, mach dich fertig, sondern vergib und du wirst dies anders sehen. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich freue mich wie immer, dass wir hier uns kurz gemeinsam Zeit nehmen, um in die Tiefe zu gehen mit unserem guten Freund Ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist ja ein Training für unseren Geist, um das derzeit dominante Ego-Angst-Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Ich freue mich auch, dass du mir heute wieder deine Zeit schenkst. Ich weiß, es ist viel los in der Welt. Wahrscheinlich ist auch viel los in deinem Leben. Und dass du dir so eine Pause gönnst, ist aber immer wieder sehr, sehr viel wert. Und dass du deine Pause mit mir verbringst, ist mir sehr, sehr viel wert. Also ich danke dir sehr. Ich möchte auch gar nicht so viel von deiner Zeit stehlen, will ich jetzt mal sagen, weil ich habe nur 2 kurze Tipps für dich, wie du es dir leichter mit Wundern machst. Und wie du es dir leichter mit dem Kurs machst, weil ich glaube manchmal, dass wir manche Dinge, die der Kurs uns lehrt, viel zu eindimensional betrachten und dadurch uns das Leben und den Kurs sehr schwer machen. Wir haben da so eine gewisse Ernsthaftigkeit und Schwere manchmal, die uns durch den Kurs begleitet, und ich möchte mit diesen 2 praktischen Tipps dazu beitragen, dass wir uns vielleicht so ein bisschen es leichter machen mit dem Kurs. In der ersten Idee, da geht es mir darum, dass wir Ursache und Wirkung, so wie der Kurs uns Ursache und Wirkung lehrt, vielleicht zu eindimensional betrachten, weil wenn der Kurs sagt, dass das Außen unser Innen widerspiegelt, anstelle wie das Ego-Denksystem es uns beigebracht hat, dass unser Außen unser Innen bewirkt sozusagen, also genau andersrum. Das Ego hat ja die Welt auf den Kopf gestellt und der Kurs hilft uns dabei, die Welt wieder richtig herum zu betrachten. Also, das Ego sagt, wenn ich etwas im Außen sehe, dann bewegt mich das innerlich. Und der Kurs sagt, was innen, mein innerer Geisteszustand, was den ausmacht, das werde ich im Außen gespiegelt sehen. Und diese Tatsache, dass Ursache, Wirkung uns jetzt wieder richtig herum beigebracht wird durch den Kurs, könnten wir manchmal dazu nutzen, uns selbst ganz schön fertig zu machen. Das ist etwas, wo ich uns eine praktische Hilfe anbieten will, wo wir vielleicht etwas differenzierter auf diese Tatsache blicken können. Und die zweite Sache ist diese Idee von Geben und Empfangen. Ich glaube, da sind wir auch manchmal viel zu eindimensional, was Geben bedeutet, wie wir das definieren können. Und vielleicht setzen wir uns damit auch so ein bisschen unter Druck, vor allem die Menschen, die es sehr schwer haben zu empfangen. Weiß ich nicht, ob du auch zu diesen Menschen gehörst, die sich gar nicht so wohlfühlen, Dinge zu empfangen. Ob es Geschenke sind, Komplimente, Segen, dass wir uns schwer tun damit. Wir haben die Tendenz dazu, geben sehr eindimensional zu interpretieren. Eine kurze Durchsage in eigener Sache. Weißt du eigentlich, dass wir auch dieses Jahr gemeinsam durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern reisen? Die Gruppe heißt Starke Gefährten. Wir wollen uns gegenseitig an das Wesentliche erinnern, während wir das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern durcharbeiten. Also, falls du dieses Jahr am 1. Januar auch sehr euphorisch mit dem Übungsbuch begonnen hast und merkst, die Euphorie ist so langsam abgeebbt oder du hast sogar tatsächlich eine Pause eingelegt oder falls du nicht mehr alleine durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern reisen willst, dann komm gern dazu unter www.patreon.com/365tagewunder findest du alle Informationen. Ich freue mich, wenn du zu unserer Kursgruppe kommst. Hier kommt der erste Tipp, wie wir es uns mit dem Kurs leichter machen. Die Überschrift für mich lautet hier Chaos als Einladung, weil wir waren ja dort, dass wir, wenn wir mit dem Kurs nochmal auf Ursache und Wirkung blicken, wir verstehen, dass wir es höchstwahrscheinlich die meiste Zeit unseres Lebens falsch herum gelebt haben. Der Kurs rückt es wieder zurecht und auf einmal kann das aber auch bedeuten, dass wir uns selbst ganz schön fertig machen, wenn wir etwas im Außen sehen, was uns nicht gefällt, weil wir ja wissen, irgendwie hat das mit unseren inneren Abläufen zu tun. War ich wieder zu urteilsbehaftet? Habe ich schon wieder zu viel reagiert? Warum zeigt sich mir diese ungemütliche Situation im Außen? Dorthin gehen wir vielleicht, wenn wir sehr streng mit uns sind. Aber der Kurs sagt ja gar nicht, geh dorthin und mach dich fertig oder versuch minutiös auseinanderzunehmen, warum dir diese Situation passiert oder warum du diese Situation gerade wahrnimmst. Obwohl manchmal hilft es zu verstehen, hey,
Was kann ich dazu beigetragen haben? Aber nicht mit deinem Kritiker im Schlepptau, der dir die ganze Zeit sagt, du hast wieder einen Fehler gemacht, du warst nicht gut genug, du hast den Kurs nicht richtig gelebt, du wirst dem Kurs nicht gerecht und du hast schon wieder versagt. Dorthin geht das Ego gern mit dir, denn es nutzt ja auch den Kurs für sich, um dich wieder fertig zu machen, um dich wieder in der Ego-Hölle festzuhalten. Das Ego gibt ja nicht auf, es ist ja klug, es ist ja deine eigene Intelligenz, die du gegen dich nutzt. Also, wenn du dann merkst, okay, da ist eine ungemütliche Situation, dann sagt der Kurs Folgendes dazu. Wir sind jetzt in Lektion 304. Die Wahrnehmung ist ein Spiegel, keine Tatsache. Hier auf menschlicher Ebene, da nehmen wir wahr. Dort, wo wir wahrlich zu Hause sind, unsere geistige Ebene, da ist die Erkenntnis. Aber hier auf dieser menschlichen Ebene haben wir Wahrnehmung und sie ist keine Tatsache, weil die Erkenntnis ist Tatsache. Die Wahrnehmung ist nur ein Spiegel. Und was spiegelt sie wieder? Das lesen wir hier. Und das, worauf ich schaue, ist mein Geisteszustand, der sich außen spiegelt. Und das ist etwas, was wir immer wieder nutzen könnten, wenn wir es viel zu eindimensional betrachten, um uns selbst fertig zu machen, dass wir es wieder nicht geschnallt haben. Also, dann ist da zum Beispiel eine Situation, die sich sehr ungemütlich anfühlt und du könntest dich selbst fertig machen, weil du denkst, okay, ich habe wieder irgendetwas Falsches gedacht, Falsches gesagt, ich habe wieder geurteilt, ich war wieder viel zu schnell in der Reaktion, ich habe meine Pause nicht eingelegt, ich war wieder lieblos und das ist das Ergebnis und dafür mache ich mich jetzt fertig. Aber der Kurs sagt nicht, mach dich fertig, sondern vergib und du wirst dies anders sehen. Dieses Chaos ist immer eine Einladung, egal ob du jetzt sagst, ich habe 1:1 voll den Durchblick, warum ich an dieser Situation beteiligt bin. Ich weiß genau, was mein Anteil ist und ich vergebe mir für diesen Anteil oder ob es was anderes ist, ne? Weil, wie gesagt, ich glaube, wir können viel differenzierter auf diese Situationen, die sich uns außen spiegeln, blicken. Vielleicht ist es nicht nur, dass du einen Fehler gemacht hast und Fehler kann man ja immer korrigieren, sagt der Kurs, sondern vielleicht ist es auch noch etwas anderes, weil wir lesen ja nicht nur das im Kurs über die Welt da draußen, die wir mit unserem Geisteszustand gemacht haben, sondern der Kurs sagt auch Folgendes zu Situationen, die sich ungemütlich anfühlen. Ich lese uns wieder was aus dem Übungsbuch vor. Jetzt sind wir in der Einleitung der ersten Wiederholung, also ziemlich weit am Anfang vom Übungsbuch und dort steht: Du wirst das Erlernte, das, was wir aus dem Übungsbuch erlernen, in den Situationen am meisten benötigen, die scheinbar, Achtung, interessante Wortwahl, und nichts ist hier zufällig gewählt, scheinbar zu Aufregung Anlass geben und nicht in denjenigen, die bereits friedlich und ruhig zu sein scheinen. Der Zweck deines Lernens, hier mit dem Übungsbuch, ist, dich zu befähigen, die Ruhe selber mitzubringen und Not und Aufruhr zu heilen. Das geschieht nicht, indem du diese meidest und einen Hort der Abgeschiedenheit für dich suchst. Also, diesen letzten Satz übersetze ich ja immer damit: Auf deinem Meditationskissen, wenn du den Kurs und die Übungen machst, dann ist es mega friedlich, dann ist es mega cool und du hast das Gefühl, nichts kann dich umhauen. Aber dort ist es ja leicht, in Frieden zu sein. Wenn dich nichts triggert, wenn nichts dich herausfordert, ist es mega leicht zu lieben und friedlich zu sein. Es zeigt sich erst, wenn du auf die Straße gehst, in deinen Alltag gehst, wie sehr du diesen Frieden, den du mit dem Kurs kultivierst, den du mit dem Kurs wieder in dir stärkst, dieser innere Muskel, der dadurch wieder aktiviert wird für Wunder und für Frieden und für Liebe, wie du den im Außen halten kannst. Heißt, eine chaotische Situation ist nicht nur dafür da, um dir deinen inneren Geisteszustand zu spiegeln, sondern auch dafür da, dass du den Frieden mitbringst, der vielleicht in dieser Situation fehlt, damit sich diese Situation verändern kann. Die Quintessenz für jede Situation, die sich chaotisch anfühlt für mich, ist, dass wir vergeben. Ob es jetzt die Situation ist, wo ich denke, ich habe geurteilt, klar, dass ich das jetzt sehe. Wie vergebe ich, damit das hier vergeht? Oder diese Situation, da fühle ich mich aufgefordert,
wirklich in meiner Ruhe zu verweilen, wirklich hier der Fels in der Brandung für alle zu sein, damit sich das hier anders entfalten kann, als es ohne meine Präsenz wäre. Und nur du weißt, was gerade gefragt ist. Das klärst du mit deinem inneren Lehrer, das klärst du mit deiner Intuition und wie der Kurs unsere Intuition nennt, der Heilige Geist. Der Heilige Geist kann dich hier begleiten und dir sagen, was deine Aufgabe ist. Der Kurs sagt ja auch, nur was du einer Situation vorenthältst, fehlt in dieser Situation. Es ist eigentlich egal, ob du denkst, okay, diese Situation, die sich jetzt ungemütlich anfühlt, liegt daran, dass ich schon wieder mit dem Ego im Angstdenken hängen geblieben bin, oder wo du weißt, okay, ich bin in dieser Situation, um den Frieden mitzubringen, der in dieser Situation gerade fehlt, damit sie sich anders entwickeln kann. Deine Aufgabe ist es, zu wissen, dass du zu vergeben hast. Und manchmal zeigen uns diese chaotischen Situationen auch, wie sehr wir tatsächlich bei uns bleiben können. Wie sehr wir in der Ruhe und in der vollkommenen Überzeugung sind, dass alles dennoch gut ist. Manchmal dürfen wir uns auch in diesen Situationen eingeladen fühlen, zu überprüfen, wohin gehe ich, wenn ich etwas Chaotisches im Außen sehe, etwas, was mir nicht gefällt, etwas, was ich auf dieser menschlichen Ebene als negativ interpretieren würde. Wohin gehe ich? Bleibe ich in der Zuversicht? Bleibe ich im Vertrauen? Bleibe ich in der 100%igen Überzeugung, dass alles dennoch gut ist oder nicht? Und manchmal müssen wir uns halt auch tatsächlich Hand aufs Herz legen und sagen, okay, ich habe schon wieder geurteilt und diese Situation, die sich mir jetzt zeigt, ist genau folgerichtig für dort, wo ich gerade war. Also, und beides sollte nicht dazu führen, dass du denkst, du hast etwas falsch gemacht, in dem Sinne, dass du dich dafür jetzt fertig machen darfst, weil dann hat dich das Ego zweifach. Einmal dadurch, dass es diese Situation hat für dich, wo man sich in Drama reinsteigern kann, und dann noch damit, dass es dich fertig macht und dass du dich fertig machen lässt, ne? Also, wenn du lernst, diese Idee, dass unser Außen eine Ursache von unserem Innen ist, differenzierter zu betrachten und auch immer weißt, hey, es gibt überhaupt keinen Grund, egal was sich mir zeigt und egal wie ungemütlich es ist, mich fertig zu machen, dann gehst du leichter mit dem Kurs. Dann sind Wunder tatsächlich viel eher möglich. Weil was du tust, indem du dich selbst fertig machst, ist dir wieder Wunder zu verwirken. Aber deine Aufgabe ist es ja, Wunder zu wirken. Wie wirkst du Wunder? Indem du vergibst. Also, kommen wir zu dem Punkt 2. Der Punkt 2, der hat mit der Idee von Geben und Empfangen zu tun, so wie uns ein Kurs in Wundern Geben und Empfangen lehrt. Ein Kurs in Wundern sagt ja, Geben und Empfangen sind in Wahrheit eins. Wenn wir geben, dann werden wir genauso empfangen oder vielleicht sogar mehr empfangen, als wir gegeben haben. Weil das, was wir wirklich geben können, sind die Gaben Gottes. Das ist der Frieden, das ist die Vergebung, das ist Liebe, und die wird nur vermehrt. Diese Dinge werden nur vermehrt, wenn du sie freigiebig gibst, wenn du sie voller Dankbarkeit und großzügig gibst. In der Lektion 108 lesen wir über das Geben und Empfangen Folgendes. Geben ist Empfangen. Heute wollen wir versuchen, jeden Frieden anzubieten und sehen, wie schnell der Frieden zu uns zurückkehrt. Der Satz, der für mich hier essentiell ist, der sozusagen ausschlaggebend ist für meinen praktischen Tipp Nummer 2, damit du es dir leichter mit dem Kurs machst, ist: Geben ist Empfangen. Wir wissen, dass Geben Empfangen ist, weil wenn wir Liebe geben, dann segnen wir nicht nur unser Gegenüber, sondern auch uns selbst. Es ist sozusagen eine klare Win-Win-Situation. Niemand verliert, wenn wir so geben, wie ein Kurs in Wundern uns geben lehrt. Aber ich finde trotzdem, dass das Ego uns oft genug noch dazwischen funkt und uns Geben sehr einfach verstehen lässt. Und zwar ist es immer etwas, was ich ins Außen gebe. Es ist ganz offensichtlich, ich bin der Startpunkt fürs Geben von Liebe, und dann kommt diese Liebe zu mir zurück. Ich bin der Startpunkt für das Geben von Güte, und dann kommt Güte zu mir zurück. Aber ich finde, da ist etwas in dem Geben drinnen, was wir manchmal missachten. Vor allem die von uns, die es sich schwer machen zu empfangen.
also die es sich schwer machen, direkt von jemandem etwas zu bekommen. Sei es ein Kompliment, sei es Güte, sei es Frieden, sei es Verständnis oder was auch immer wir empfangen dürfen in diesem Leben auf dieser menschlichen Ebene. Wenn es dir schwer fällt zu empfangen, dann bist du wahrscheinlich ziemlich happy damit, immer wieder zu geben. Ob es jetzt deine Vergebung ist, ob es jetzt deine Liebe ist, dein Verständnis ist, deine Güte ist oder sogar Geschenke sind. Dir fällt es leichter zu geben. Es gibt ja viele von uns, denen fällt es einfach leichter zu geben. Die übersehen aber etwas ganz Wundervolles an dem Geben selbst. Nämlich manchmal ist es die größte Gabe für jemand anderen, wenn wir empfangen. Weißt du, wenn jemand uns eine Freude macht und wir sie mit offenem Herzen und Dankbarkeit einfach nur empfangen, dann geben wir. Das ist, glaube ich, wo wir manchmal nicht die Kurve kriegen mit dem Geben. Dass wenn wir in Freude und Liebe empfangen, weil jemand, der uns gern hat, uns eine große Freude machen will, dann schenken wir ihm oder ihr Freude dadurch, dass wir empfangen. Also ist es eine neue Art für mich, das Geben zu betrachten. Und vielleicht war sie dir schon klar, dass du, wenn du empfängst, du manchmal tatsächlich gibst. Verstehst du, wie Geben und Empfangen wirklich auch hier ein und dasselbe sein könnten? Nämlich, indem du weißt, hey, wenn ich hier annehme, dann tue ich der anderen Person gerade den größten Gefallen und es gibt dir den größten Frieden, also gebe ich, während ich empfange. Vielleicht mal auch eine neue Idee, Geben zu betrachten und vielleicht hilft es dir, leichter zu empfangen, wenn es dir schwerfällt. Das waren sie schon, meine 2 Tipps, wie du leichter Wunder lebst und praktischer mit dem Kurs umgehen kannst. Vielleicht klärt das etwas für dich und wenn es etwas Interessantes und Wichtiges für dich geklärt hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir darüber einen Kommentar hier unter YouTube, falls du auf YouTube guckst oder bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts mir ein Feedback dazu hinterlässt. Da freue ich mich immer sehr. Und wenn du diesen Podcast hier bewerten magst auf Spotify zum Beispiel, dann freue ich mich sehr oder auf Apple Podcasts, weil jede Bewertung zählt. Ich habe das in letzter Zeit viel zu selten gesagt. Ich freue mich wirklich drüber, wenn du dir die Mühe machst. Ansonsten wünsche ich dir natürlich wieder eine wundervolle Restwoche. Pass gut auf dich auf. Wir hören ganz bald wieder voneinander. Deine Peri.